Moin von der Waderkant, genauer gesagt Norddeich in Ostfriesland. Hier befinden wir uns gerade und hier stehe ich mal wieder an einer Ladesäule. Das ist aber keine x-beliebige Wechselstrom-Ladesäule, wie man sie im öffentlichen Raum öfters vorfindet, sondern diese Ladesäule war unsere private Ladesäule in den letzten Tagen, als wir Urlaub gemacht haben. Und da haben wir unseren Kia e-Niro dran geladen. Und was es damit auf sich hat, das werde ich in diesem Video erläutern. Und damit herzlich willkommen bei den Elektroauto-Umsteigern. Was hat es denn nun auf sich mit dieser Ladesäule? Was ist besonders an ihr? Besonders ist, dass wir hier nicht im öffentlichen Raum sind, sondern auf dem Parkplatz der Fährgesellschaft Norden Frisia. Norden Frisia hat eine Tochtergesellschaft, die nennt sich Inselparker, die betreibt hier diesen Parkplatz. Und auf diesem Parkplatz hier befinden wir uns und hier gibt es jetzt eben Ladesäulen. Norden Frisia betreibt Fährverbindungen zwischen dem ostfriesischen Festland, eben hier Norden-Norddeich, und insbesondere den Inseln Jüst und Norderney. Und eben auf Jüst haben wir die letzten Tage verbracht, einen kurzen Urlaub. Und auf Jüst gibt es keine Autos, da gibt es nur Fahrräder und Pferdekutschen. Und während wir unser Auto hier auf dem Parkplatz abgestellt hatten und dann eben die Fähre rübergenommen haben nach Jüst, konnte das Auto hier geladen werden. Norddeich befindet sich ungefähr 250 Kilometer von unserem Wohnort Münster. Wir sind dort losgefahren mit 96%, also fast vollem Akku. Angekommen sind wir da mit 29% Akkuladung. Die 250 Kilometer sind zu ungefähr 2/3 Autobahnstrecke. Naja, und wir haben natürlich nochmal 250 Kilometer nach Hause. Das bedeutet, ohne Nachladen geht es nicht. Das ist klar. Und Nachladen an der Autobahn bedeutet natürlich immer, dass man Zeit braucht. Man muss warten, während das Auto lädt. Der Kia e-Niro lädt auch nicht besonders schnell. Man muss natürlich auch eine freie Ladesäule finden, die entsprechende Ladekarte haben und so weiter und so fort. All das ersparen wir uns jetzt. Wie sind wir drauf gekommen auf dieses Angebot hier? Es ist so, dass wir eigentlich nur die Fährverbindung buchen wollten über die Homepage die Frisonaut heißt. Ich verlinke das auch unter dem Video hier. Und dort fanden wir plötzlich das Angebot, zunächst den Parkplatz mit zu buchen, soweit normal. Und dann gab es eben noch zusätzlich die Möglichkeit, eine Ladesäule zu buchen während unseres Aufenthalts für 22 €. Es ist allerdings auch so, dass in den 22 € jetzt auch der Ladestrom inklusive ist. Je größer der Akku des Autos, desto attraktiver wird das natürlich. Ja, also für 22 € bekommt man den Platz an der Ladesäule, man bekommt sie reserviert und man bekommt auch den Ladestrom, den man während seines Aufenthalts hier nachlädt. Insgesamt 22 solcher Ladepunkte hier gibt es auf diesem Parkplatz. Und im Internet habe ich die Information gefunden, dass sie mit einer Ladeleistung von 3,6 kW laden würden. Was nicht viel ist, die meisten öffentlichen Ladesäulen können 11 oder 22 kW Ladeleistung bieten. Andererseits 3,6 ist natürlich auch vollkommen ausreichend. De facto allerdings habe ich es nur geschafft, mit 2 kW unser Auto zu laden. Aber auch das war völlig ausreichend. Es hat einen knappen Tag gedauert, bis der Akku auf 90% geladen war. So hatte ich das Ladelimit eingestellt. Aber auch das war ja für uns überhaupt kein Problem, weil wir eben mehrere Tage auf der Insel Jüst waren. Ich habe dann kurz vor unserer Abreise von Jüst, bevor wir dort auf die Fähre gestiegen sind, nochmal das Ladelimit hochgesetzt auf 100%. Und dadurch haben wir jetzt tatsächlich hier unseren Akku komplett voll, wenn wir zurückfahren nach Münster. Warum habe ich nicht schon sofort das Ladelimit auf 100% gestellt, sondern auf 90%? Das liegt daran, dass ich nicht das Auto mit komplett vollgeladenem Akku für mehrere Tage hier auf dem Parkplatz stehen haben wollte. Das ist einfach schonender für den Akku, das nicht zu tun. Die Freischaltung der Säule erfolgte übrigens ein Barcode, den man hier einlesen kann. Dann mussten wir noch einmal hier ein Knopfchen drücken, damit die Ladesäule auch weiß, dass wir auf der Seite laden wollen. Das Ganze war sehr, sehr einfach und wirklich gut gemacht. Ja, hatten wir überhaupt keine Schwierigkeiten mit. Und damit
machen wir uns jetzt mit dem vollgeladenen Auto auf den Rückweg nach Münster. Und mich würde interessieren, was haltet ihr denn von so einem Angebot? Findet ihr das grundsätzlich attraktiv? Findet ihr den Preis angemessen? Wäre das was für euch im Urlaub, wenn es da solche Angebote gibt? Insbesondere natürlich, wenn ihr irgendwo euer Auto für mehrere Tage abstellt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare unter dem Video und damit vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.